uns in die Magiesee. Wir tauchen ein in die Spielewelt. Wer uns schafft, kein Moment vergeht. Die Gang Community, unsere Bande eint. Hallöchen und Ahoi, Freunde! Frisch von der schönsten Insel der Welt aus Zypern, Peru Place. Ich bin der Peru, ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei Ships at Sea. Ja, und kennt ihr das Gefühl, wenn ihr lange etwas geschraubt habt, lange dran gearbeitet und gemacht und getan habt und dann irgendwann zahlt es sich aus? Jetzt haben wir den Dreh raus mit den Fischfarmen. Ich habe mir noch eine zweite dazu geholt und habe richtig ein paar Millionen geschoben. Und ja, der Papa ist ein bisschen einkaufen gegangen. Und wir werden uns heute das erste von 3 Tier 3 Schiffen anschauen. Den Anfang macht heute die wunderbare Janfedder 3. Da liegt sie in all ihrer Pracht. Die werden wir uns gleich in aller Ausführlichkeit mal ganz genau anschauen. Und bevor es losgeht, Leute, nicht vergessen, wenn es euch hier gefällt, ne, lasst ein bisschen Liebe da freut sich der Papa, ne? Also Daumen hoch, Glocke läuten, abonnieren, ist das klar? Ja, Dankeschön. So, ja, Freunde, nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken. Auf geht's. Zur Einweihung zur Jungfernfahrt haben wir natürlich typisches Schiedwetter. Das muss sein, das gehört dazu. Und kein Stream und kein Video von mir ist original ohne Regen. Ihr wisst Bescheid. So, wie gesagt, das ist das Tier 3 Schiff. Für Cargo. Und ihr seht schon, ihr könnt hier 2 Kräne installieren. Die müsst ihr extra installieren, kostet ein bisschen Kohle mehr, aber es lohnt sich. Erstmal könnt ihr damit jetzt Ladung L, also Large, bewegen. Das erste Mal können wir große Fracht verladen. Und ihr könnt links und jeweils rechts einen Kran positionieren. Was es euch erlaubt, völlig egal, auf welcher Seite ihr anlegt, ebenso gut von jeder Seite zu beladen und zu entladen. Was eine tolle Sache ist. So, Freunde, aber das ist ja nicht das einzige Schöne. Das Schiff selber ist auch schön. Wir fangen mal hier unten an. Die Tür steht gerade so einladend offen. Leute, jetzt gibt es hier natürlich auch bei den großen Schiffen Kabinen, Treppen und so weiter und so fort. Machen wir mal auf. Ich bin hier noch nicht so ganz firm. Ich brauche hier auch noch teilweise einen Stadtplan, jetzt ohne Scheiß. Hier haben wir den Technikraum. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen länger laufen zum Sicherungskasten. Der ist nämlich hier unten. Und ja, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Geht die auf? Nein, die nicht. Aber ich glaube, die hier. Hier haben wir noch einen Lagerraum. Also hier könnten wir theoretisch noch so XS- und S-Pakete mit reinschmuggeln. Ja, um noch so die eine oder andere Fracht, eilige Fracht mitzunehmen, die klein ist. Ist eine schöne Idee. So, da muss man eben halt ein paar Meter laufen, ne? Ist klar. So, dann gehen wir mal hier wieder hoch. Machen den Bums hier auch mal wieder dicht. So, ja, dann gehen wir doch mal hoch. Hier unten ist sonst nichts mehr. Bleiben wir mal hier drin bei dem Schiedwetter hier, ne? Ja, also ihr seht schon, ist richtig schön eingerichtet. Hier haben wir Sitzplätze für die Crew oder für spontane Passagiere. So 2 Stück können wir mitnehmen hier. Hier haben wir die Messehalle. Also hier muss noch ein bisschen, also Messe habe ich mir eigentlich vorgestellt mit Tische und Stühlen und so. Vielleicht kommt das später noch. Ja, ne? Da war der Einrichter noch nicht da, ne? Egal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hier links haben wir, das ist natürlich wichtig, die Kapitänsmesse. Unser stilles Örtchen sozusagen. Und guck mal, das sieht doch, hier fällt gerade schön das Licht rein, ne? Guck mal, das sieht doch nett aus, oder? Schlicht, aber schön. Hier haben wir noch schöne Aussicht auf das Mistwetter hier draußen. Na, bei schönem Wetter ist es natürlich dann doch ein bisschen besser. Hier haben wir ein kleines Büro. Schön. So, Sicherheit geht natürlich vor, ne? Überall die vorgeschriebenen Lebensrettungswesten, Schwimmwesten etc. Wir gehen jetzt mal hier direkt hoch. So, hier geht es nämlich direkt hoch in das Heiligste, in unseren Führerstand. Und hier haben wir einen fantastischen 360-Grad-Blick nach oben, nach unten, links, rechts. Hier haben wir die Seekarten. Leute, das Ding gefällt mir richtig gut. In das Schiff habe ich mich gleich verliebt. Ich finde es ja so schön, wenn einige Schiffe noch so ein bisschen, ich sag mal, rustikal sind. Ne? Also mit bisschen Holz und so. Ne? Also, ne, ich bin da bescheiden. Ne? Für mich muss es nicht immer so Hightech sein. Gut,
Schauen wir mal, können wir hier außen, wo können wir hier außen noch lang gehen? Ja, hier vorne noch. Ups. Ja, feuchtfröhlich hier das Ganze. Kann man da vorne auch noch lang gehen? Warte mal. Jetzt sind wir gerade unterwegs. Das checken wir dort aus. So. Ja, Tatsache. Voll begehbar das Ganze hier. Ne, ich kann es hier hinstellen. Ich bin der König der Welt und so. Ne, ihr wisst Bescheid. Nee, aber ich finde das ein wirklich schönes Schiff. Ja, wirklich schön. So, hier haben wir noch Rettungsring. Schön, schön, schön. Ja. Und das ist es erstmal. Und ja, damit kann man arbeiten. Guckt euch mal diese riesige Laderfläche an, ne? Ich will jetzt hier nicht den großen Hering machen, jetzt auch nicht übertreiben. Aber natürlich möchte ich mal probieren, zumindest mal eine große Fracht zu verladen. Ich weiß gar nicht, wie viele große Fracht darauf geht. Wir werden das jetzt hier einmal testen. So, jetzt sind wir erstmal zum Office. Leute, ich freue mich. Ne? Das ist so schön. Ne? So, also hier haben wir auch schon die ersten Aufträge für große Güter. Ne, hier zum Beispiel nach Röst. Also ich finde für große Güter 6-mal, ne, 138.935, ne, das wirkte vor gar nicht allzu langer Zeit als sehr viel Kohle, ja. Wenn man einmal gefarmt hat, Fischzucht, ist das Pipifax, ne. Also, ne, wir haben das ja, wir haben das in der letzten Folge gesehen, Fischzucht, wenn ihr das voll ausbaut, könnt ihr mit einer vollständigen Fischzucht mit 200 Fischen, 200.000, Entschuldigung, circa 70 Millionen ungefähr machen, so knapp. Ich glaube 69 oder 68 Millionen sind das. Da ist das hier natürlich Pipifax, ne? Ich will mal gucken, haben wir hier mit 1 oder 2 großen Gütern? Weil wir wollen jetzt erstmal nur probieren. Da haben wir zum Beispiel mal was nach Skomber. Haben wir sonst noch was? 8 mittlere Güter, 2 mittlere Güter. 2 nach Mosken. Da ist nicht so weit. Nee, komm, lass mal Mosken machen. Soll ja jetzt auch nur so eine, ja, ich sag mal, Probefahrt, Jungfernfahrt werden. Muss erstmal sehen, ob ich überhaupt mit dem Ding klarkomme. Vor allem mit den Kränen. Die sind jetzt auch noch ein bisschen anders. Ja, wir nehmen mal Mosken. Ne? Was? Ja. Also nicht irritieren lassen. Hier steht jetzt, erfordert ein Frachtschiff der Stufe 3. Das sind wir ja. Und die Fähigkeit Kranführer klein. Das wird sich natürlich in der Vollversion ändern. Dann müsst ihr natürlich dann normal den Kranführer groß haben. Weil wir haben jetzt große Kräne. Oder mittlere zumindest. Also eins von beiden. Gut, wir nehmen die Mission jetzt einfach mal an. Und wir schauen jetzt mal, was passiert. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube allerdings, wir müssen gleich nochmal unser Schiff umparken. Jetzt will ich erstmal sehen, was die uns da hingeballert haben. Und wie groß die große Fracht nun tatsächlich ist. Also die sollten auf jeden Fall locker reinpassen und draufpassen. Ja. Ich will mal versuchen, ob wir mit Zurücksetzen hier rankommen. Erfahrungsgemäß schlägt das Ruder immer so nach rechts aus, wenn wir rückwärts fahren. Ich will es trotzdem mal versuchen, da müssen wir nicht die ganz große Schleife machen. Wenn es nicht hinhaut, dann ist es eben halt so, mein Gott. Ne, was sollst du machen? Gut, ist hier alles dicht? Nicht, dass die Bude dicht regnet? Nee, ist alles dicht, okay. Nur wir sind nicht ganz dicht. Haha, kleines Wortspiel. So. Oh, Freunde, jetzt bin ich ja tatsächlich so ein bisschen nervös, ne? Jetzt werden wir zum ersten Mal die Kiste anschmeißen hier. Auf Betriebstemperatur bringen. Oh, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist... Ah! Herrlich! Guckt mal die Aussicht. Ich habe ein bisschen Pipi im Auge. Entschuldigung, muss mal kurz weggeschnitten hier. So, ja. Wir haben viele Monitore hier. Schmeißen wir mal an. Oh, das ist schön. Das ist endlich mal eine große Karte direkt hier im Führerstand, in der Führerkabine. So, was haben wir hier oben noch? Ah, ja, okay. Da haben wir das Radar. Und ich denke mal, hier drüben haben wir nochmal das Gleiche. Deshalb lassen wir den jetzt mal aus.
Da ist das Radio und was haben wir hier? Ah! Hier haben wir unser Navi. Immer wichtig, ich nehme immer die Brillanz so ein bisschen raus, weil das ist mir immer zu hell. Gerade abends und nachts. So, okay. Ja, ich würde sagen, damit wären wir fast soweit. Oh Leute, was für ein Brecher. Ja, schauen wir mal, ob wir da jetzt so hinkommen im Rückwärtsgang. Und wie sich das Ding vor allen Dingen steuert. Da bin ich sehr gespannt. So Leute, Daumen drücken, dass das jetzt so hinhaut. So, ganz vorsichtig setzen wir zurück. Ich gehe mal scharf davon aus, dass wir jetzt auch einen deutlich längeren Bremsweg haben. Oh, Leute. Junge, 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 Junge. So, komm, stopp, 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 stopp. Ja, er treibt schon weiter. Ich hab's mir nicht gedacht. Ich hab's mir gedacht. Also näher zum Dock geht nicht, Freunde. Warte mal. Setz noch mal ein bisschen, ganz kleinen Ticken zurück. Mal sehen, ob das passt. Ja. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu weit seitlich hier. Müssen wir gleich mal schauen. Ich werde gleich mal vorsichtshalber auch nochmal unser Schiff ein bisschen vorziehen. Beziehungsweise stärker vertauen. Damit wir da keine böse Überraschung erleben mit dem Kran. Wo ist denn jetzt hier der Motorschalter? Da. So, das ist alles jetzt noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sorry. Ja, die Wege werden natürlich jetzt hier ein bisschen länger, ne? Bei den Schiffen, ist klar. So. Achso, hier haben wir doch schon gerade mal. Hier haben wir doch gerade mal einen Poller. Kann ich den nicht anziehen? Naja, wie auch, ne? Wir sind ja eigentlich schon ganz dran hier. Ja gut, nö, dann fangen wir einfach so mal an, ne? Also, das heißt, wir probieren es. So, ich hoffe jetzt, ich komme mit dem neuen Kran klar. Alter, ich bin jetzt richtig gespannt. So, lass mal gucken. Oha, okay. Oh mein Gott, ja, das wird eine Nummer. Das wird eine Nummer. Sind wir da jetzt zu dicht dran? Ist es euer fucking Ernst? Müssen wir eventuell doch nochmal wenden? Nee, ich kann hier auch nicht weiter einziehen. Es sei denn natürlich, warte mal, dass wir einfach den Arm hier ein bisschen hochnehmen. Dann eventuell, warte mal. Oh Gott. Wie lasse ich denn jetzt den Haken runter? Das ist nämlich jetzt anders. Haken drehen mit X. Gut, das kennen wir. Das ist nichts Neues. Jetzt, womit lasse ich den jetzt runter? Drehen, erhöhen. Ah, okay. Jetzt kommt eine neue Tastatur dazu. Okay. Warte mal. Kann sich mal kurz hier korrigieren, sonst wird das nichts hier. Ich muss jetzt eine zusätzliche Taste drücken, um jetzt hier abzulassen. Oh, okay. Leute, wir sind im Rennen. Also, wir werden jetzt hier keine Platzprobleme kriegen, ne? Wie gesagt, aber wir wollen hier ja auch erstmal nur antesten. Ja? Okay. Nummer 1 haben wir schon mal an Bord. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Schiffskräne. Aber es geht. Kein Ding. Oh, da wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen kritisch. Warte mal. Ja, das haut, glaube ich, nicht hin. Schiede sagt Fiete. Muss ich jetzt wirklich wenden, um das Ding noch aufzunehmen?
Also noch höher kriege ich jetzt den Kran nicht. Ich kann ihn natürlich ausfahren, aber dadurch wird er jetzt eher weiter nach vorne ausscheren. Ich muss tatsächlich... Es hilft nichts. Ich muss nochmal umparken. Shit, ey. Ich stehe falsch rum, glaube ich. Ja, aber so dafür ist ja eine Jungfernfahrt da, ne? Dass man sowas mal ausprobiert. Gut, dann stellen wir uns kurz um. Können wir gleich mal ein bisschen üben hier. Das Wetter zu. Schiedwetter hier. Ach je. So, gehen wir gleich mal in die Außenansicht, damit ich auch sehe, was ich hier verbocke. Also ihr seht schon, da wäre noch reichlich Platz für mehr große Güter. Also hier wird der Kohl erst fett, wenn er die natürlich voll macht. Ne? Aber wie gesagt, wir probieren ja heute hier erstmal aus. Gut, ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen wenden. Das heißt, einmal abdocken bitte und Motor an. So Leute, Daumen drücken, dass wir hier, dass der Papa nicht gleich beim ersten Mal was kaputt macht. Und Leute, wir fahren, wir fahren. Ganz vorsichtig. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich gleich irgendwo wenden kann. Das Ding hat natürlich jetzt einen riesen Wendekreis, der Bums, ne? Also, da werden wir ein bisschen schauen müssen jetzt. So, und ich hoffe, mit dieser Folge beglücke ich auch all diejenigen, die bis jetzt so ein bisschen die großen Pötte vermisst haben. Auch das hier, auch wenn das hier schon deutlich größer ist, ist nur ein Vorgeschmack. Ne? Das hier ist ein Tier 3 Schiff und ihr seht schon, das ist schon ziemlich groß. Es kommen aber noch Tier 4 und Tier 5 Schiffe. Also Tier 5 Schiff wird eins auf jeden Fall ein Containerschiff sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also auf die Tier 5 müssen wir ein bisschen warten. Die werden erst mit dem Vollrelease kommen im nächsten Jahr. Aber immerhin, die Tier 4 Schiffe kommen mit Update Nummer 2. Das kommt noch in diesem Jahr. Ich schätze mal im letzten Quartal des Jahres. Dann kommen auch die Personenfähren dazu. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also es gibt eigentlich einiges, auf das ich mich hier schon freue. Ihr seht das schon, ne? Also gelenkig sieht anders aus. Ich hoffe, der Wendekreis reicht hier jetzt aus. Ich glaube, ich muss mir angewöhnen, auch die Kräne wieder in die Startposition, in die Grundposition zurückzufahren. Sonst ist das eventuell ein bisschen ungünstig. Oh Gott, hat der einen Wendekreis. Hilfe! Ja, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde. Nicht Spaß beiseite, so schlimm wird es nicht werden, aber... Junge, Junge. Aber es ist schon, Leute, ne? Da tun wir nichts weg. Es ist ein wunderschönes Schiff. So, ich will jetzt mal sehen, wie wir das gebacken kriegen, dass wir jetzt einigermaßen gerade wieder an den Kai rankommen, ohne jetzt da eine Delle reinzufahren. Wie gesagt, je größer, desto schwerer zu steuern. Das merkt man hier auch tatsächlich. Also, die Steuerung schlägt nicht mehr so leicht an, wie bei den Tier 1 und Tier 2 Schiffen. Das hier ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ich denke mal, das werden wir bei den anderen Schiffen auch noch sehen. Ne, also es gibt jetzt auch, das, wie gesagt, werde ich euch in den nächsten Folgen mal zeigen, so nach und nach, das Service-Schiff der Klasse 3 und natürlich auch das Fischereischiff, das Fischereiboot der Klasse 3, demnächst auf ihrem Simulationskanal des Vertrauens, ne? Komm, mach keinen Cheat. Oh Gott. Ja, wir röppeln jetzt ein bisschen lang, aber da sollte jetzt eigentlich nichts passieren. Besser dicht dran als weit weg, sage ich immer, ne? Okay, das sieht gar nicht mal so gut aus. Ja.
hätte eigentlich gleich von vorne weg hier so reinfahren können. Mal sehen, ob das reicht. Ob ich den Kran so weit ausfahren kann? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Zweifel. Aber hier ist auch dann gleich der Dockbereich durch. Ja, genau. Stehen genau auf der Kante hier. Ja gut, lassen wir uns überraschen, Leute. Wir haben ja keine andere Wahl, ne? Wir müssen da jetzt durch. Beziehungsweise ich muss da durch. Ihr dürft mir zuschauen. Gut. Dann Versuch Nummer 2. Dass wir hier auch mal wegkommen. So, dann können wir gleich mal den zweiten Kran testen. Obwohl, können wir hier gleich, wenn wir schon hier so dumm rumstehen, den Kran mal wieder in die richtige Position bringen. Dass der hier einigermaßen vernünftig dann wieder so schön waagerecht. Bisschen nach unten. Genau. Und den Haken nach oben. Sonst gibt es hier Tote und Verletzte. Wollen wir ja nicht. So. Dann haben wir den schon mal wieder in die Grundposition gebracht. Und wir ziehen uns jetzt das zweite, hoffentlich große Frachtteil. So, da sind wir. Und jetzt, Leute, Daumen drücken, dass das hält hier. Dass der Kran lang genug ist. Ich habe irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Wie fahre ich das Ganze jetzt aus? Erweitern. Ach so, das ist wie gehabt. Okay. Leute, das reicht doch nie im Leben, oder? Oder reicht das tatsächlich? Das reicht. Okay. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Wenn du von beiden Seiten nicht rankommst. Wie losert wäre das denn gewesen? Okay. Okay, ist schon am Haken. Ja, dieses Gebommel kennen wir mittlerweile, haben wir uns ja jetzt mehr schlecht als recht daran gewöhnt. Müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir das hier einigermaßen ansehlich gelagert kriegen. Ja, also hier braucht man noch mehr Feingefühl zum Einparken, hätte ich jetzt fast gesagt, zum Lagern. Also wenn ihr hier wirklich die Ladefläche voll macht, dann müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen, ne? Also... Na, jetzt. Ja, okay. Okay. Leute, wir haben es drauf, wir haben es drauf. Gut, dann würde ich sagen, Haken hoch, Kran runter und dann sind wir abfahrbereit. Und dann bin ich mal gespannt, wie sie sich fährt. So. Oh, Leute, schön. Ich mag dieses Schiff. Es ist so wunderschön. So. Dann werden wir uns gleich mal eine schöne Strecke hier zurechtlegen, Kurs festlegen. Und dann wollen wir mal sehen, was die Kiste drauf hat hier. Was mich jetzt natürlich interessiert, euch natürlich bestimmt auch, wie das denn so ist mit dem Wellengang. Normalerweise jetzt, je größer, desto weniger Wellengang eigentlich. Ja, müssen wir mal gucken. So, Scheibenwischer machen wir mal an hier. Jawohl, sehr schön. Da liegen wir. So, es geht nach Mosken. Lass uns mal gucken. Ah, ich muss hier wieder... Das ist das mit Veroy. Ich liebe diesen Hafen, ja. Der hat auch gute Aufträge, aber man muss immer erstmal hier so ein bisschen rausfahren, damit man hier seine Route dann machen kann. Warum? Fragt mich nicht, Freunde. So, wir legen mal ganz kurz so ein bisschen Rückwärtsgang ein. Weil wir sind hier vorne zu nahe. Ne? Seht ihr da links? Da geht es so ein bisschen in unsere Fahrrinne rein, das Ganze. Das gefällt mir nicht so. So, jetzt mal voll einschlagen. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier vorbeikommen. Und kurbeln. Und gegengeditscht. Ich hab's befürchtet. Naja, okay. Zur Jungfernfahrt gehört auch eine Delle, ne? Tradition. Aber, Leute, wir sind unterwegs. So, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen mit der Leiste runter. Und jetzt, warte mal ganz kurz, Mosken, das ist oben, oder?
Ja, das ist da oben. Na gut, da haben wir doch ein bisschen Strecke zu fahren. So, wir folgen hier einfach mal so der Fahrrinne. Ich finde, das ist eine gute Idee. So. Dann hier gerade rüber. Es wird abenteuerlich. Wir werden sie auch ein bisschen herausfordern. Wir wollen ja mal auch sehen, wie sie mal so ein bisschen bei nicht so schönem Wetter, sage ich mal, reagiert. Deshalb würde ich mal sagen, let's go. So, ist hier... Hat der Navi eingeschaltet? Ne, jetzt. Okay. So, jetzt können wir ein bisschen genießen. Vor uns sehen wir wunderbar groß. Und das habe ich bis jetzt immer ein bisschen vermisst. Jetzt kann man hier zum Beispiel auch abschalten, den ganzen Bums. Weil wir haben das hier vor uns. Ne? Wunderschön. Also wer jetzt nicht unbedingt immer das HUD da am Start haben will, ne? Das ist genau die richtige Lösung. Ja, also hier könnte dann noch ein Besatzungsmitglied oder im Multiplayer vielleicht sogar ein Kollege Platz nehmen. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Kompass hier vorne. Sehr schön. Wir bekommen immer Thruster angezeigt. Was mit denen auf sich hat, wie man die aktiviert, weiß ich noch nicht. Ich werde mich da schlau machen, ne? Und ja, dann werde ich euch mal bei Gelegenheit erzählen, wofür die gut sind, was man damit machen kann. Ich genieße hier wirklich gerade diese wunderbare Aussicht. Leider kannst du den Kopf nicht um 360 Grad drehen. Ja, ich meine, wer kann das schon? Wäre auch ziemlich ungesund. In dem Fall würde ich den Exorzisten rufen. Ne, aber hier die Aussicht ist natürlich fantastisch. Zumal wir jetzt natürlich auch ziemlich weit oben sitzen. Das ist schon schön. Also bis jetzt liegt sie ja wie ein Brett im Wasser. Mal sehen, wie lange das hält. So, wo sehe ich denn jetzt meine aktuelle Geschwindigkeit? Ich muss mich jetzt hier mal... Ah, da. Da haben wir die Knotenanzeige. Das Schöne ist, hier ist alles schön groß. Ne? Also man kann wirklich das HUD ausschalten. Hat trotzdem alles im Blick hier. Also ich bin mal gespannt. Mosken, soweit ich mich erinnere, ist ja nicht so groß, der Hafen. Ich hoffe, wir kommen da unfallfrei rein. Insbesondere an unsere Anlegestelle. So, wenn wir aus dem Hafen raus sind, dann geben wir dem Affen auch mal ein bisschen Zucker, ne? Dann schauen wir mal, was das Baby hier drauf hat. Natürlich ohne das Ding zu versenken, bitte, ja? Ja, das Wetter hätte, wie gesagt, ein besseres sein können für unsere Jungfernfahrt, aber vielleicht gar nicht schlecht. Ne, da können wir mal sehen, was sie ab kann. Die gute Jan Fedder 3. So, wir schalten mal ein bisschen Leistung rauf hier. Es ist natürlich jetzt nicht das schnellste Schiff, ne? Soll es auch nicht sein. Das ist ein Cargoschiff. Soll schon eine Geschwindigkeit kriegen, ne? Aber eben halt, wie gesagt, wir transportieren ja auch schwere Güter jetzt mittlerweile. Das ist absolut okay, wenn das jetzt hier nicht das schnellste Schiff im Spiel ist. Hauptsache, wir kommen sicher an. Leute, ich bin gerade stolz wie Oscar, ne? Jetzt ohne Scheiß. Wie lange habe wir, also ich, darauf hingearbeitet? Junge, Junge. Und jetzt hier zum ersten Mal mit euch ein Tier 3 Schiff zu fahren, das ist für mich schon was Besonderes.
Ich habe das Ding natürlich, wo die Kohle locker sitzt gerade, ne? Natürlich voll aufgerüstet, ne? Also wir haben den größten Motor, den größten Tank, alles vom Feinsten, ne? Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist Besatzung natürlich. Ich hoffe, dass es mit dem nächsten Update dann freigeschaltet wird, dass wir Besatzungsmitglieder anheuern können, die uns dann unterstützen. Je größer die Schiffe werden, das werdet ihr gerade beim Fischereischiff sehen, umso weiter gefasst sind die Aufgaben an Bord. Ne, dann reicht es nicht einfach, den Fisch an Bord zu ziehen. Ne, dann muss er aufgeschnitten werden, er muss in die Kühlung gelagert werden, etc., etc., etc. Ihr werdet, glaube ich, heilfroh sein, wenn ihr da ein paar helfende Hände habt. Ne, also entweder von NPCs oder vielleicht später natürlich auch, wenn ihr zusammen im Multiplayer fahrt mit Mitspielern, die euch da unterstützen. Das wird bestimmt eine coole Sache, ja? Also gerade im Multiplayer, ne, mit einer richtigen, lebenden, in Anführungsstrichen, Besatzung zu fahren. So, hier haben wir jetzt schon mal ein bisschen Wellengang. Schauen wir uns das mal von außen an. Alter, wir ziehen hier aber auch eine Welle hinter uns her, selber auch. So, was haben wir? Ich blende das mal kurz ein. Damit ihr es jetzt hier von außen auch mal sehen könnt. Also ihr seht schon, ne? Also das Schiff ist nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt, sondern auf Leistung. Und ich finde es von den Details auch wunderschön, ne? Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen. Das Ding hat mich schon jetzt, ne? Das ist... Wow. Ja, durch den Wellengang eiern wir ein bisschen, ne? Aber ja, so ist das nun mal. So, vor uns haben wir 6 nautische Meilen. Wir sind bei durchschnittlich 12 bis 13 Knoten Höchstleistung aktuell. Je nach Wellengang. Den Wellenkamm runter geht es natürlich immer schneller, ist klar. Ist gerade jetzt auch ein schönes Bild, ne? Mit Weroy im Hintergrund. Ich glaube, das nehme ich als Thumbnail. Ist schön. Ist einfach schön. Hier nochmal so ein paar Nahaufnahmen, dass ihr mal so ein bisschen auch die Details von außen seht. Ich finde die sehr liebevoll gestaltet, hier die Tier 3 Schiffe. Sehr, sehr viele Details, auch wenn man gerade hier so die Kräne sieht und so. Und gerade jetzt ja auch in der Beleuchtung, finde ich, ne? Die Haken flattern im Wind. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Aber ich denke, das wird alles noch später gefixt. Wie gesagt, noch zur Erinnerung, wer jetzt das erste Mal dabei ist, das Spiel ist aktuell noch im Early Access. Also einige Sachen wird es hier und da geben oder gibt es immer noch, die zu fixen sind. Aber bis spätestens nächstes Jahr soll das alles fertig sein. Wie gesagt, dann auch mit der größten Schiffsklasse Tier 5 mit dem ersten Containerschiff dann auch im Spiel. Und davor noch in diesem Jahr die Tier 4 Schiffe, wie gesagt, inklusive dem ersten Passagierschiff, also Fähre für Fahrzeuge und Personen. Da bin ich ja persönlich ganz heiß drauf. Das heißt, ich werde nebenbei natürlich weiter Fischzucht betreiben, damit die Kasse gut gefüllt ist, wenn es soweit ist. Weil die werden wirklich ein Vermögen kosten, die 4 und vor allem die 5er Schiffe. Da sollten wir uns auf jeden Fall schon was, ja, beiseite legen. Definitiv. So, schauen wir hier mal. Das sieht alles gut aus. Ich traue mich jetzt mal was. Ich lege jetzt hier nochmal einen Zacken drauf von der Beschleunigung. Jetzt haben wir aber auch vergleichsweise wirklich ruhige See, was aber auch nicht schlecht ist. Kommen wir schneller voran. Ja, wir fahren hier schön auf den Sonnenuntergang. Müsste Sonnenuntergang sein, oder? Lass mal gucken. Ja. Fahren hier ganz gemütlich in den Sonnenuntergang. So, Scheibenwischer können wir jetzt langsam mal ausmachen. Schiedwetter ist vorbei.
So. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Optik, wenn man so weit oben sitzt. Muss mich erstmal jetzt gerade so ein bisschen noch umgewöhnen. Also das wird dann mit den Tier 4 und 5 Schiffen nicht besser werden. Die Schiffe werden größer, man sitzt immer höher. Nach den Tier 1 und 2 Schiffen ist da schon so ein bisschen Umgewöhnung. Und dann kommen natürlich die neuen Aufgaben dazu oder die neuen Steuerungsmechaniken. Aber es macht Spaß, es bringt immer wieder neue Herausforderungen. Das finde ich gut. Und das Schöne ist ja auch, jede Schiffsart, ob das Service ist, Fischerei oder Cargo oder was jetzt neu dazu kommt demnächst, die Passagierschiffe, alle haben so ihre spezifischen Herausforderungen. Das ist wirklich, muss ich sagen, mit Abstand einer der vielseitigsten Schiffssimulationen. Wir werden mal gucken, wie Seafarer sich schlagen wird, wenn er dann mal rauskommt. Der Early Access soll ja noch in diesem Jahr beginnen, im Sommer. Ein Termin ist da allerdings zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht bekannt. Sobald ich da was weiß, lasse ich es euch natürlich wissen. So, wir sind jetzt bei rund 15 Knoten, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Und dafür liegen wir eigentlich doch recht ruhig im Wasser. Das finde ich jetzt sehr angenehm. Also Leute, die nicht böse sein, wenn ich mich immer wieder umgucke. Ich finde das so schön, dass ich mich jetzt hier endlich umgucken kann und alles im Blick habe. Also auch die Landschaft, die an uns vorbeizieht. Das war bei den kleineren Schiffen natürlich deutlich beschränkter. Und hier haben fast alle Schiffe der Tier 3 Klasse, ja, so eine 360-Grad-Kapsel, sage ich jetzt mal, wo ihr wirklich einen Rundumblick habt. So, wir sind jetzt gerade hier auf Kurs. Ne, jetzt können wir ja auch gerne mal den Blick nach hinten wagen. Ne, hier haben wir wunderbar den Blick raus auf die Ladefläche. Hier könnte zum Beispiel der Captain die Arbeiten der Besatzung koordinieren, beziehungsweise beobachten, kontrollieren. Ne, egal ob mit NPCs oder mit anderen Mitspielern. Da hat der Kapitän wirklich alles im Blick. Ne, finde ich richtig klasse. So, gehen wir mal wieder zurück an Steuer. Wollen wir ja nicht führerlos durch die Gegend eiern hier. Hallo? Wo ist man? Ich will bitte wieder zurück auf den Sitz. Bitte. Hallo? Ah, okay. Ah, es sieht schon aus, ne? So von hinten. Die Welle, die wir hier produzieren. Junge. Hier auch wieder, was ich immer wieder betonen muss. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber hier sieht man es mal wieder. Die Qualität der Wasserdarstellung finde ich richtig gut. Das hier ist natürlich jetzt auch ein schönes Bild, ne? Lass ich einfach mal so stehen erstmal. So, werfen wir mal einen schnuckeligen Blick auf die Karte. Wieso geht das jetzt gerade nicht? Ach so, weil ich in Vollbildmodus bin. So. Lass uns mal gucken. Ah, jetzt fahren wir genau gerade über die Zahlmarkierung. Da haben wir 2,3, also sagen wir mal 1,2 jetzt noch. Das ist so die Hälfte hier. Moment. 1, 2, dann haben wir hier 3, 4. Ja, 4,5, 5 Meilen haben wir noch vor uns. Kann ich eigentlich hier direkt auf die Karte rauf tippen, dass ich vergrößern oder verkleinern kann? Hallo? Brillanz, Menü.
Menü, hallo? Das Menü funktioniert nicht, schade. Aber die Brillanz, wenn man darauf geht, Moment. Irgendwie ist der Cursor jetzt gerade weg. Da. Das könnt ihr einstellen. Warte mal. Da ist noch ohne Funktion. Okay. Ist aber nicht schlimm. Was mich jetzt allerdings interessieren würde, wie ich hier die Karte zoomen kann. Ich glaube, das wird auch später erst noch dazu kommen. Ah, das ist okay. Ist okay. Es sei denn, warte mal, wir gehen jetzt mal hier in den Modus wieder zurück. Ah, doch. Aha. Aha. Warte mal. Tatsache. Warte mal. So. Und schon haben wir den Bildausschnitt vergrößert. Das finde ich cool. So. 4,19 Meilen haben wir noch. Sehe ich gerade hier. Aber die Ansicht, die finde ich jetzt ein bisschen besser. Sieht man ein bisschen mehr. Ja, schön, dass wir das auch mal geklärt haben. So, hier oben läuft unser Radar mit. Sehen wir natürlich nichts, weil wir sind auf der See oben drauf. Da ist jetzt mit Landmassen nichts zu sehen. Aber diese Thruster, ne? Also ihr seht ja, über der Ruderkontrolle unten in der Mitte ist jetzt eine neue Anzeige dabei. Auf der linken Seite Bow, auf der rechten Thrusters. Ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren, was das sein sollte. Lasst mal ganz kurz, ich werde jetzt nur ganz kurz unterbrechen, geht sofort weiter. Ich will nur mal ganz kurz in der Steuerung sehen, ob die Thruster da bereits aufgeführt sind. Ist das ein Beschleunigungspush oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Lass mal kurz gucken. Links, rechts, Sonar, Schub erhöhen, Schub verringern, bla bla bla, einholen beginnen, Vorwärtsschub, Rückwärtsschub, das ist auch klar. Schub nach rechts, nee, also hier ist noch nichts, vielleicht ein Feature, das später noch mit dazu kommt. Also ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Nee. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben hier auch noch neue Schalter. Leistungsschalter, Hauptlichter, Ausrüstung. Okay, interessant. Die sind frei, die sind noch nicht belegt. Hier haben wir Ausrüstung, Hauptlichter, Instrumente. Das hier ist auch noch nicht beschriftet. Also hier kommt auch noch eine Funktion dazu. Bin ich mal gespannt. Also es ist so schon phänomenal, ne? Also ich finde das richtig top. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben. Gerne in die Kommentare rein damit. Wie ihr dieses Schiff findet. Wie euer Eindruck ist. Wenn ihr natürlich Fragen dazu habt oder allgemein zu Ships at Sea, soweit ich schon beantworten kann, natürlich, gebe ich da gerne Auskunft, ne? Ja, jetzt heben und senken wir uns schon ein bisschen mehr, was daran liegt, dass wir jetzt den Strom kreuzen. Weil wir schlagen jetzt auch schon so ein bisschen nach Backbord gleich ein. Beziehungsweise jetzt sind wir gerade auch so ein bisschen von der Welle weggedrückt worden. Aber ansonsten, sie läuft unglaublich ruhig, ne? Muss man sagen. Bis jetzt jedenfalls. Bis jetzt mussten sie ja noch keinem größeren Sturm standhalten. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn wir mal so höheren Wellengang kriegen. Wie sie sich da verhält. Aber das hier sieht ja absolut okay aus. Wie gesagt, in der Gewichtsklasse sollte die jetzt auch nicht da hin und her schaukeln wie so eine Nussschale. Das wäre ja auch unrealistisch. Also es wäre schlimm gewesen, wenn es jetzt so gewesen wäre, ne? So, jetzt kommen die Wellen von der Seite. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie reagiert. Die bleibt relativ stabil. Natürlich wird die zur Seite gedrückt, das ist klar. Aber nichts, wo man sich jetzt hier gerade Sorgen machen müsste.
So, dann haben wir ja gerade mal ein bisschen Zeit zu schauen, wie es jetzt hier so im Logbuch aussieht. Mittlerweile sind wir stolz bei Stufe 37 angekommen. Wir sammeln Fertigkeitspunkte. Wir können nach wie vor momentan keine weiteren Fertigkeiten freischalten, weil die zu erreichen sind aktuell im Early Access. Die habe ich schon alle. Ja, und die ganzen grauen hier, die werden erst nach und nach freigeschaltet in der Early Access Phase. Ne, wir sehen es hier auch schon, Besatzungsmitglieder. Ich glaube, das wird eine der ersten Sachen sein, die ich bei den Tier 3 Schiffen in Angriff nehmen werde. Dass ich mindestens 1, 2 oder 3 Besatzungsmitglieder mitnehmen kann. Ja, gerade bei den Tier 3 Schiffen, hier insbesondere dem Fischereischiff, werden wir, glaube ich, auch nicht drum herum kommen, weil sonst ist man nur noch am Laufen. Aber ne, wenn man bedenkt, ne, wenn wir jetzt mit dem Tier 2 Schiff zum Beispiel 14 oder 15 Knoten gefahren sind, dann sind wir schon durch die Gegend gepoppt, ne, wie so eine Nussschale, vergleichsweise. Also da liegt das Ding hier wie ein Brett im Wasser, ne? Das ist, wow, schön. Ist ein ganz neues Fahrgefühl. So, man merkt natürlich auch durch diese Stabilität und das Tempo, das wir hier vorlegen, ne, die Fahrzeit wird auch deutlich kürzer. Ne? Also wir sind schon bei 2,7 nautischen Meilen. Ne? Ein paar Minuten, dann sind wir da. Das hat mit den kleinen Schiffen dann manchmal dann doch deutlich länger gedauert, auch wenn die schneller waren. Du konntest gar nicht so schnell fahren, weil sonst bist du wie ein Flummi übers Wasser gehüpft. Das ist hier was ganz anderes. Also gerade wenn man hier so ein bisschen runtergeht, sieht man schon, ne, dass wir ein bisschen Wellengang haben. Aber wie gesagt, ist ja keine kleine Nussschale, das hat uns jetzt wenig, ne? Also da kann uns nichts anhaben. Das ist alles in Ordnung hier. Wie gesagt, in den nächsten Folgen werde ich euch mal die anderen Schiffe vorstellen, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt alle aktuellen verfügbaren Schiffe. Wie gesagt, nach und nach werde ich das mal so nachreichen. Zum Beispiel das Tier 2 und 3 Schiff für Service. Und wie gesagt, dann noch Tier 3 Schiff Fischerei. Natürlich gucken wir uns auch an. Mit der Fischerei werde ich allerdings ein bisschen warten, bis ich euch da das Tier 3 Schiff zeige. Das werde ich euch ganz zuletzt zeigen, nämlich dann, wenn wir endlich die Besatzung haben. Weil sonst sehe ich da jetzt noch so nicht den Sinn drinne. Weil, wie gesagt, gerade beim Fischen kriegst du so viele neue Aufgaben mit dem Tier 3 Schiff. Das ist allein kaum zu bewältigen. Na, also geht wahrscheinlich, aber mit unheimlich viel Rennerei. Und ich will das Ganze ja jetzt hier nicht zum Stress ausarten lassen, sondern ich will auch ein bisschen hier die Fahrten genießen. Ob das jetzt zur Fischzucht ist, ob das Cargo ist, Passagiertransport, Service oder was auch immer. So ein bisschen Spaß wollen wir ja auch dabei haben und Hektik ist kein Spaß. So, ich behalte mal so ein bisschen hier unsere Karte mit dem Blick. Also ihr seht ja noch genügend jetzt draußen. Nur, dass ich rechtzeitig dann Leistung wieder wegnehme. Nicht, dass wir da mit Höchstgeschwindigkeit in den Hafen ballern. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Wie gesagt, das ist ein ziemlich kleiner Hafen. Da müssen wir sowieso sehen, wie wir da anlegen.
Also hier bei der Stelle, wo wir gerade Zeit haben, ne? Wenn ihr auch so schnell wie möglich an die Tier 3 Schiffe oder später auch an die 4 und 5 Schiffe kommen wollt, macht die Fischzucht. Macht unbedingt die Fischzucht. Ein kleines, ja, Let's Play gemischt mit einem Tutorial habe ich zu dem Thema erstellt. Ich werde euch das hier nochmal zum Schluss dieser Folge verlinken. Ne? Also mit einem vollen Fischtank macht ihr bis zu, ja, knapp 70 Millionen Umsatz. Ne? Also da könnt ihr relativ schnell ein Tier 2, vielleicht sogar 3 Schiff euch leisten, ohne Probleme, ohne Schmerz. Schaut euch das mal an. Es lohnt sich. Was ich wirklich toll finde, und das muss ich an dieser Stelle extra nochmal betonen, dass wir diese ganzen wunderbaren großen Monitore an Bord haben, wo man eigentlich weitestgehend, wenn man jetzt in der Ego-Perspektive spielt, hier auch im Führerstand sitzt, auf das HUD verzichten kann, weil man hat hier wirklich alles auch so im Blick. Kann man nur sagen, besser geht's nicht, ne? Wirklich nicht. So, jetzt wird es gleich nochmal ein bisschen schaukelig, weil wir jetzt den Strom kreuzen. Ihr seht das schon am Wellengang hier vor uns. Deshalb wird es jetzt hier nochmal ein bisschen ruckeln. Aber das sollte unser gutes Stück aushalten. Entschuldigung, Schluck. Ja, ihr seht schon, ne? Also dadurch, dass wir den Strom kreuzen, werden wir manchmal so ein bisschen von der Route gedrückt. Unser Autopilot gleicht das gerade elegant aus. Ja, so langsam wird es dunkel hier. Das heißt, ich denke mal gleich zum B- und Entladen. Vor allen Dingen jetzt werden wir erstmal gleich die Betriebslichter anmachen müssen. Das heißt, volle Festbeleuchtung gleich. Ist jetzt auch nicht mehr weit zum Hafen. Was mir aber gerade auffällt, ihr seht das auch wahrscheinlich gerade, ist so ein leichtes Flackern, was wir hier gerade ab und zu mal haben. Das wird ein bisschen merkwürdig. Jetzt mal gucken, ob wir das nur im Führerstand haben oder so allgemein. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es eine Reflexion von unserem Licht ist, von unserem eigenen, keine Ahnung. Da sehen wir es jetzt gerade wieder. Ja, ist es ein Fehler oder soll das so? Ich weiß es nicht. Ich denke, wir werden das mit der Zeit rausfinden. Also von draußen scheint es nicht zu sein. Ist nur hier drin. Ob das jetzt auf der Scheibe reflektierendes Licht ist, weil wir uns bewegen auf und ab, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wer sich damit auskennt, mit der Materie, gerne mal in die Kommentare schreiben, ne?
Aber ist eine schöne Aussicht hier mit dieser Felseninsel. So, und ihr seht schon, ich glaube, das ist da vorne dann auch unser letzter Wegpunkt, Kurspunkt. Jawohl, ist er. Da vorne ist schon dann gleich halb Steuerbord. Der Hafen zu sehen, so fast. Jetzt kommt er so langsam ins Bild hier im Navi. Jawohl, wir drehen auch langsam ein. Nehmen mal so ein bisschen Geschwindigkeit raus. So, schauen wir mal, dass wir hier einigermaßen elegant in den Hafen kommen, ohne irgendwo gegen zu semmeln. So, wo ist jetzt die Anlegestelle? Jetzt sehe ich jetzt hier jetzt recht wenig. Das ist eine ungünstige Situation. Ich nehme mal den Autopiloten raus. Nehme noch mehr Geschwindigkeit raus. Jetzt ganz sachte. Ja, so ein bisschen mehr darf schon sein. Na, von drin sehe ich auch nicht so viel. Ja, für Nachteinsätze ist der Hafen jetzt nicht so toll, merke ich gerade, aber ja. Bin sowieso gespannt, wie wir hier jetzt mit dem großen Pott an dem kleinen Hafen anlegen. Ja, wir müssen ein bisschen... Ah, wir müssen hier noch um die Kurve. Ach ja, da jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen hier an diesem Fels, der jetzt Backbord ist, da müssen wir daran vorbei. Und dann scharf Backbord. Aber auch schön, ne? Jetzt sehen wir das Ganze mal erleuchtet. Ja, wenn wir jetzt da sind, so... Ja. Okay. Was, wir haben ein Büro da? Das sehe ich jetzt das erste Mal in Mosken. Interessant. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal gleich um unsere Fracht, dass wir die loswerden hier. Ja, ist eigentlich vielleicht gar nicht so dumm, dass ich meine Fracht jetzt hier so, ja, ziemlich in die Mitte der Ladefläche gestellt habe. Entschuldigung, war gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, weil ich weiß ja jetzt nicht, wie wir da jetzt rauskommen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich glaube, jetzt müssen wir hier ran. Naja. Okay, da ist er. Eieieiei, Freunde. Ich sehe nichts. Dunkel wie im Kaninchen hinter mir. Ja, das ist so ein Mini-Hafen hier. Ah, ich traue dem Braten nicht. Ich mach mal hier. Mal sehen, ob uns das Suchlicht ein bisschen was bringt. Ja, nicht wirklich. Ich muss jetzt auch mal gucken, wo ist die Abladestelle für große Frachten. Können wir hier große Fracht abladen an der Seite gleich?
Gott, mir wird hier gerade ganz anders. Ich bin hier am Blut und Wasser schwitzen, jetzt ohne Scheiß. So, da ist tatsächlich... Winkt er uns da ein oder was macht er da? Nee, der macht Gymnastik. Ich dachte schon, der hilft uns mal, der NPC. Die machen hier Sport den ganzen Tag. Es arbeitet niemand. Ist ein Traumjob, ne? Das ist... Junge. So. Da haben wir das große Quadrat für große Fracht. Okay. Geschwindigkeit reduzieren. Andocken. Yes! Wir sind angedockt. Jetzt müssen wir nur noch sehen, dass wir den Bums hier einigermaßen heile rankriegen. Boah. Okay. Dann machen wir mal schnell das Arbeitslicht an. Das Ding hier hat uns nichts gebracht. So Licht, jetzt ohne Scheiß. Gut, Motor aus. Boah. Leute, was für eine Aktion. Ich schwitze hier Blut und Wasser. So, hier sehen wir jetzt wunderschön unsere erleuchtete Ladefläche. Wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. So, können wir das Schiff noch so ein bisschen ranziehen oder reicht das so? Warte mal. Es wundert mich sowieso, dass ich mit dem großen Pott hier anlegen kann. Hallo? Was ist denn hier los? Aha. Geht doch. So, ihr seht schon, das Schiff kommt wieder näher ran. Und jetzt sollten wir komplett waagerecht dastehen. So, das ist unsere Large Cargo Area. Da müssen wir abladen. Ich hoffe mal, wir stehen jetzt hier einigermaßen vernünftig, dass wir das auch hinkriegen. Ja, also wieder mal ein erstes Mal für mich. Drückt mir die Daumen. So. Zurück an den Kran. Und los geht's, Leute. Messer aus dem Mund. Der Papa legt los. Ohohoho. Das ging aber gerade fix. So, schauen wir mal. Ich wollte schon gerade sagen, hoffentlich haben die 360 Grad Wendekreis. Scheint er auch zu haben. Danke dafür. Ja, wir haben ja noch dieses Nachbaumeln, ne? Das ist so eine Sache. Das müssen die mal irgendwann in den Griff kriegen hier. Aber das ist jetzt halb so wild. Das ist reine Optik. Hauptsache alles funktioniert, sage ich immer. So. Puh, okay. Das ging doch jetzt schon mal gut. Das ging schon mal gut. Bisschen weiter aus. Ein Traum. Ein Traum in Schleiflack. Knackig, zackig, entladen. So lieben wir das. So, drehen wir das Ding mal ein bisschen zurecht, damit es auch ordentlich hier verstaut wird, das Ganze. So. Komm, ausbaumeln. Und abwärts. Na, komm. Wir sind zu weit. Ja. Okay, jetzt haben wir es. So, und damit haben wir die ersten großen Güter hier abgeliefert. Und das ging besser als gedacht, ne? Also beim ersten Mal, Kransteuerung ist ein bisschen anders, ne? Zumal ihr hier jetzt eine Taste mehr drücken müsst, wenn ihr den Haken hoch oder runter fahren wollt. Aber das ist jetzt das kleinste Übel. Dafür habt ihr jetzt mehr Bewegungsfreiheit. Finde ich phänomenal. Nee, kann man machen. Ist okay. Ist absolut okay. So, ich wollte jetzt noch mal kurz was gucken. Ich habe dieses Büro... Ist das Büro, was Sie meinen? Ja, das ist das Büro, was Sie meinen. Okay. Weil ich dachte, mir ist schon aufgefallen, vielleicht euch auch, falls ihr das Spiel habt, es gibt hier noch so abgesperrte Areas. Da stehen so wie hier Kisten rum. Aber ihr seht, da hinten schon sind weitere Gebäude. Und ich denke mal, das werden später noch weitere Funktionsgebäude. Ich bin da sehr, sehr gespannt, was die noch machen. Also da kommt noch was, bin ich mir ziemlich sicher. Freunde, das war sie, die Jungfernfahrt der Janfedder 3. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß
und ihr konntet euch einen ersten Eindruck von diesem wirklich sehr, sehr schönen Schiff machen. Also ich bin begeistert, sie gefällt mir, auch wenn ich damit nicht so viel verdiene wie mit dem Fischfarm. Es macht einfach Spaß, mit dem Ding zu fahren. Und wenn es euch gefallen hat, ne, bitte, lasst ein bisschen Liebe da, ne? Ist ja nur fair, ne? Also Daumen hoch, Glocke läuten, abonnieren und ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Gerne natürlich auch über Kommentare oder vielleicht Fragen zu dieser Folge oder allgemein zu Chips@Sea würde mich auch freuen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.